Hör mal hin. Wann hat dein Hund das letzte Mal tief in deiner Nähe geseufzt? Vielleicht war es gestern Abend. Du saßt auf der Couch, müde von der Arbeit. Er kam, legte sich neben dich. Und dann dieser lange, tiefe Atemzug. Fast wie ein Mensch. Vielleicht hast du gedacht, ach, der ist müde. Oder zufrieden. Vielleicht hast du sogar gelächelt, weil es so süß klang. Aber da ist mehr dran, viel mehr. Dieser Seufzer ist keine Gewohnheit. Dein Hund sagt dir etwas. Etwas, das er sonst nicht sagen kann. Etwas, das er nur dir sagt und niemandem sonst. Und die meisten von uns verstehen es einfach nicht. Wir hören es, wir lächeln, wir streicheln vielleicht. Aber wir verstehen nicht. Lass mich dir zeigen, was wirklich passiert, wenn dein Hund so atmet. Was er dir mitteilt. Und warum das einer der wichtigsten Momente in eurer Beziehung sein könnte. Nur bei dir. Stell dir vor, dein Hund liegt allein im Wohnzimmer. Die Sonne scheint durchs Fenster. Es ist ruhig. Er atmet normal. Ein und aus, gleichmäßig, fast unhörbar. Dann kommst du. Die Tür fällt ins Schloss. Du lässt deine Tasche fallen, setzt dich hin und plötzlich dieser tiefe Seufzer, als hätte er den ganzen Tag darauf gewartet. Forscher in Portugal haben das untersucht. Sie haben Hunde beobachtet, wenn sie allein waren, wenn sie bei Fremden waren und wenn sie bei ihren Menschen waren. Das Ergebnis? Hunde seufzen deutlich öfter bei ihren Besitzern. Nicht bei Fremden, nicht allein, nur bei dir. Das ist kein Zufall. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber hier wird es interessant. Es gibt nicht nur einen Seufzer, es gibt zwei. Der tiefe, lange Seufzer, der klingt wie ein Sinken, wie ein Loslassen. Der bedeutet, alles ist gut. Ich bin entspannt. Ich bin hier, wo ich sein will. Und dann ist da der andere, der kurze, fast genervte Seufzer. Der klingt wie ein Himpf, ein leises Schnauben. Der sagt, komm schon, ich warte hier, beachte mich mal. Ich habe Zeit mit dir verbracht wollen. Und du hast nur auf dein Handy geschaut. Ja, dein Hund kann ungeduldig sein. Mit dir. Er sagt es nur höflich. Er sagt es auf die einzige Weise, die er kann. Ohne zu bellen, ohne zu nagen, ohne dich zu stören. Er seufzt. Und wartet, ob du verstehst. Er spiegelt dich. Wann seufzt du? Überleg mal. Nach der Arbeit, wenn du endlich sitzen kannst. Nach einem langen Tag, wenn die Tür hinter dir zufällt. Wenn du denkst, endlich, zu Hause. Dein Hund sieht das. Er sieht, wie deine Schultern sinken, wie dein Atem tiefer wird. Und er macht es nach. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut haben das gemessen. Sie fanden heraus, Hunde übernehmen die Atmung ihrer Menschen, wenn sie sich nah fühlen. Nicht immer, aber oft. Du atmest tief, er atmet tief. Du seufzt, er seufzt mit. Als würde er sagen, ja, so ist es gut, so geht das. Das passiert auch bei Müttern und ihren Babys. Bei Paaren, die sich seit Jahren lieben, und bei dir und deinem Hund. Es ist eine Art von Bindung, die keine Worte braucht, keine Befehle, keine Belohnungen, nur atmen, gemeinsam. Er sagt nicht, ich bin auch müde. Er sagt, ich bin hier, wir sind zusammen, das reicht mir. Und manchmal, wenn du ganz still hörst, kannst du es fühlen, wie eure Atemzüge sich treffen, wie er langsamer wird, weil du langsamer wirst. Oder umgekehrt. Das ist kein Training, das ist keine Dressur. Das ist Beziehung, pur. Hörst du ihn? Nur kurz. Ein schneller Seitenblick. Fast unmerklich. Was machst du dann? Wenn du zurückschaust, lächelst vielleicht, streichelst ihn, dann entspannt er sich. Du hast geantwortet. Die Verbindung steht. Aber wenn du wegschaust, wenn du weiter scrollst auf deinem Handy, wenn du nicht reagierst, dann passiert etwas. Er seufzt wieder. Lauter. Deutlicher. Vielleicht rollt er sich um. Vielleicht stöhnt er leise. Hallo? Ich bin hier. Ich habe gerade etwas gesagt. Hast du gehört? Das ist keine Forderung. Das ist keine Bitte um Futter oder Spielen. Das ist eine Frage. Eine einfache, tiefe Frage. Hörst du mich? Siehst du mich? Bin ich noch wichtig für dich? Und meistens will er gar nicht viel. Kein langer Spaziergang. Kein großes Abendessen. Ein Streicheln. Ein Wort. Ein Blick, der sagt, ja, ich bin da, ich sehe dich. Das ist alles, was er braucht. Wenn du das nächste Mal diesen Blick spürst, nach dem Seufzer, diesen prüfenden, fast fragenden Blick,
Schau zurück. Sag seinen Namen. Streichle ihn, wenn du kannst. Das ist die Antwort, die er sucht. Das „Ich verstehe dich“, das er braucht, um sicher zu sein, dass er nicht allein ist in diesem Raum mit dir. Er beruhigt dich. Pass auf, wenn du gestresst bist, nach einem schlechten Tag, nach diesem einen Telefonat, das dich aufgewühlt hat, wenn deine Schultern hochgezogen sind, dein Atem flach und schnell, wenn du denkst, ich kann nicht mehr. Dein Hund merkt das. Er liegt vielleicht neben dir, vielleicht auf seinem Platz. Aber er spürt es, deine Anspannung, deine Unruhe. Und dann seufzt er, tief, langsam, ganz bewusst. Ein Atemzug, der so klingt, als wolle er sagen, schau mich an, so geht das. Tief einatmen, lang ausatmen, los, mit mir. Forscher in Stockholm haben das untersucht. Sie fanden heraus, Hunde, die so seufzen, wenn ihre Menschen gestresst sind, haben danach weniger Stresshormone und ihre Menschen auch. Der Seufzer wirkt, er beruhigt, er hilft. Nicht, weil er ein Trick ist, sondern weil er echt ist. Weil dein Hund weiß, was du brauchst, auch wenn du es selbst vergessen hast. Dein Hund ist kein Therapeut, er hat keine Ausbildung. Aber er merkt, wenn es dir nicht gut geht. Und er versucht zu helfen, auf die einzige Weise, die er kann, indem er dir zeigt, so geht Entspannung. Schau mich an, atme mit mir, wir schaffen das zusammen. Angespannt. Nicht jeder Seufzer ist gut, manchmal ist er das Gegenteil. Und das ist wichtig zu wissen. Hör genau hin. Ein entspannter Seufzer klingt wie ein Sinken, wie ein Fallenlassen, wie jemand, der sagt, ich bin angekommen. Ein angespannter Seufzer klingt anders. Er klingt wie halten, wie gespannt sein, wie jemand, der die Luft anhält und dann doch loslässt, aber nicht ganz. Wenn dein Hund so seufzt, während er etwas beobachtet, einen anderen Hund draußen auf der Straße, ein lautes Geräusch von draußen, einen Fremden, der zu nahe kommt, dann beruhigt er sich selbst. Er kann nicht weg. Er will nicht angreifen. Er bleibt bei dir, obwohl er Angst hat, obwohl er Alarm schlagen würde, wenn er könnte. Das ist kein Zufriedensein. Das ist Selbstkontrolle. Das ist ein Hund, der sich selbst beruhigt, weil er weiß, dass er bleiben muss. Weil er bei dir sein will, auch wenn es ihn kostet. Wenn du das hörst, diesen gespannten, gezwungenen Seufzer, schau, was er sieht. Frag dich, was macht ihn so nervös, dass er sich selbst beruhigen muss? Und kannst du ihm helfen? Vielleicht indem du ihn berührst. Vielleicht indem du ihm zeigst, ich habe das, du bist sicher. Wurde den Schlaf. Dich erinnern will, der wichtigste. Dein Hund wird müde, die Augen fallen zu, der Kopf sinkt auf die Pfoten. Er findet seine Position, vielleicht dreht er sich noch einmal, vielleicht gräbt er in seiner Decke. Und dann dieser letzte tiefe Seufzer. Fast wie ein Mensch, der sagt, gut, jetzt. Was bedeutet das? Hunde schlafen nicht einfach ein. Sie suchen einen Ort, wo sie sicher sind, wo sie verwundbar sein können, wo sie ihre Wachen senken können, ohne Angst zu haben. Und wenn dieser Seufzer bei dir passiert, wenn er in deiner Nähe liegt, in deinem Raum, in deinem Zuhause, dann sagt er, ich vertraue dir. Ich lasse meine Wachen fallen, weil du da bist, weil du mich beschützt, weil ich hier sicher bin. In der Wildnis würde ein Hund niemals so schlafen. Niemals neben jemandem, dem er nicht absolut vertraut. Er würde wach sein, bereit, aufmerksam. Aber bei dir lässt er das alles los. Mit diesem einen Seufzer. Wenn du das nächste Mal hörst, sei still, wertschätze das. Es ist kein süßer Zufall. Es ist ein Geschenk. Ein Zeichen von Vertrauen, das tiefer geht als Worte. Tiefer als Blicke. Es ist die Stimme seiner Seele, die sagt, du bist mein Zuhause. Wenn es still wird. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Der Teil, den niemand gerne hört, aber den jeder wissen sollte. Was, wenn dein Hund plötzlich nicht mehr seufzt? Der immer mit dir geatmet hat, der immer diese kleinen Zeichen gegeben hat, der tiefe Seufzer auf der Couch, der begleitende Atemzug am Abend, das letzte Ausatmen vor dem Schlafen. Plötzlich ist es still. Nur noch atmen. Kein Seufzen mehr. Viele denken, er ist älter geworden, er ist ruhiger, er hat sich daran gewöhnt, mit mir zu sein, er braucht nicht mehr so viel zu kommunizieren.
Aber oft ist das nicht wahr. Oft ist das der Anfang von etwas. Wenn ein Hund aufhört zu kommunizieren, wenn er aufhört, diese kleinen Signale zu senden, kann das bedeuten, dass er sich zurückzieht, dass er Schmerzen hat, die er versteckt, dass er krank ist oder traurig oder ängstlich geworden ist. Hunde verstecken Leiden. Es liegt in ihrer Natur. Aber sie können nicht verstecken, wie sie mit dir sprechen. Oder eben nicht mehr. Wenn dein Hund aufhört zu seufzen, wenn er aufhört, sich mit dir zu synchronisieren, dann schau hin. Frag nach. Geh zum Tierarzt, wenn nötig. Vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht ist er nur müde. Aber vielleicht sucht er deine Hilfe. Auf die einzige Weise, die er kann. Indem er verstummt. Indem er aufhört zu sagen, was er sonst sagt. Hör hin. Auch auf das Schweigen. Der Seufzer deines Hundes ist keine Gewohnheit. Er ist keine süße Eigenart, die wir lächelnd abtun können. Er ist eine Sprache. Eine, die älter ist als Worte. Eine, die tiefer geht als Blicke oder Berührungen. Wenn dein Hund in deiner Nähe seufzt, sagt er dir, du bist mein Zuhause, mein Anker, mein sicherer Ort. Er sagt dir, dass er bereit ist, verwundbar zu sein, solange du da bist. Und er fragt dich, still und leise, ob du das auch für ihn sein wirst. Das nächste Mal, wenn du es hörst, dieses tiefe, vertraute Ausatmen, hör wirklich hin. Nicht nur mit den Ohren, mit dem Herzen. Denn er erzählt dir die Geschichte eurer Bindung in einem einzigen Atemzug. Und diese Geschichte ist das Wertvollste, was ihr beide habt.